Hallo meine Lieben, ich hatte vor circa, ich glaube 3 Wochen war das, wo ich euch mal gezeigt hatte, wie ihr mit dem Laser mit Schablonen arbeiten könnt. Aber naja, sagen wir mal, der Weg war nicht der optimalste. Das geht noch besser und deshalb dachte ich mir, ich mache ein Nachfolgevideo. Und was ich euch heute auch zeigen wollte, ist der neue Release, weil da kamen auch ein paar super coole Sachen mit dazu und die will ich euch natürlich auch zeigen. Und ich würde sagen, mit dem starten wir auch gleich nach dem Intro. Wie gesagt, wir starten hier auch gleich schon im Xtool Creative Space drinne und gucken uns die Updates an. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zu den Updates kommt, dann könnt ihr hier ganz einfach auf die Einstellungen gehen, da runter scrollen und dann könnt ihr hier auf Updates prüfen. Das, was ich euch zeige, ist die Version 1.4.11. Normalerweise, wenn ihr dann gucken wollt, was da drin ist, hat es hier unter Ankündigungen, hat es diesen letzten Release drin. Ah, doch, hier ist er. Desktop Release. Und da seht ihr auch die ganzen neuen Features, die es dabei hat und auch schon eine Erklärung. Jetzt will ich das aber ein bisschen größer haben und deshalb gehe ich auf die Webseite. Ich mache euch den Link auch unten rein, damit ihr die seht. So, das ist die Xtool Release Seite und hier sehen wir ein bisschen besser, was genau die Neuerungen sind. Starten wir mit dem ersten, wo mich auch durchaus schon einige gefragt hatten, ne, wie bekomme ich einen Text hin, der abgerundet ist. Jetzt kommt wieder die Übersetzung. Ne? Kann manchmal sein, dass ich ein bisschen mit den Wörtern hadern, weil ich gleichzeitig übersetze und rede. Ne? Okay, erstes ist der abgerundete Text. Gucken wir uns auch gleich im Creative Space an. Wenn ich hier Text eingebe, nehme jetzt einfach dieses Hello und kopiere das ein paar Mal. So, dann setzen wir das auf Flächengravur, dann seht ihr es noch ein bisschen besser. Und beim Text hatten wir ja, beim letzten Release war das, glaube ich, wo wir die Neuerung hatten, dass man Text auch verschmelzen kann, wenn man diese verschnörkelten Schriften hat. Diesmal eben neu dazu der gerundet oder abgerundete Text. Und zwar habt ihr hier ein neues Symbol drauf, was es vorher nicht gab. Und da könnt ihr ganz einfach dran verschieben und das quasi so lange biegen, bis ihr zu einem Kreis, also ihr könnt sogar darüber hinaus, was aber keinen Sinn macht, sondern könnt einfach das so lange biegen, bis ein Kreis entsteht, oder eben ihr könnt es auch einfach nur abgerundet haben, je nachdem, was für einen Effekt ihr erzielen wollt. Mal gucken, ob es in die andere Richtung auch geht. Ja, geht auch, super. Das heißt, wir können hier in beide Richtungen gehen. Sie zeigen es hier mit einem zweizeiligen Text, können wir uns natürlich auch noch kurz angucken. Nehmen wir dieses Hello, Hello, Hello. Dann machen wir einen Zeilenumschlag, sagen Kleinschrift Hello, Hello, Hello. So, können wir uns das noch angucken, zuerst in die Richtung. Dann ist der eine Text einfach innen, also der kleinere, der auf der zweiten Zeile liegt, und der auf der ersten Zeile liegt, ist oben. Und in die andere Richtung ist es dann umgekehrt. Dass ihr die zweite Zeile außen habt und die erste Zeile innen. Also auch das geht. Würde sehr wahrscheinlich sogar mit einer dritten Zeile gehen, also hier, was auch immer ihr gerne haben möchtet. Dann nächstes Beispiel, da habe ich persönlich lange drauf gewartet, weil was ich sehr gerne mache, ist, dass ich mit Vierecken oder Rechtecken arbeite, die abgerundete Ecken haben, und das ging bis jetzt nicht. Löschen wir das hier kurz und fügen ein Rechteck ein.
machen wir das richtig schön groß. Wenn ihr jeweils die Shift-Taste haltet, oder Großschreibetaste heißt die, glaube ich, auf Deutsch, dann bleibt es im Seitenverhältnis oder Größenverhältnis, dass es alle Seiten gleich groß sind. Und jetzt haben wir hier oben dieses Corner Radius. Noch nicht übersetzt, aber ihr seht hier Radius in Millimeter. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich will abgerundete Ecken mit einem Radius von einem Zentimeter oder 10 Millimeter. Oder ich könnte mit 60 gehen, also 6 Zentimeter. Geht auch. Na, hier könnt ihr wunderbar damit spielen. Stern geht es noch nicht, aber ich bin sicher, dass auch das irgendwann noch kommt. Dann das nächste Thema ist das Nachzeichnen von Bitmap-Zeichnungen. Auch eine super Sache. Ich zeige euch zuerst, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ich habe hier den Morgenmuffel von Emma Pünktchen. Und bis jetzt haben wir ja das so gemacht, dass wir gesagt haben, Bild editieren. Und da könnte man höchstens zum Beispiel hier den Hintergrund radieren. Will er gerade nicht? Okay, lassen wir es sein. Kann sein, dass das auch schon... Nee, es hat einen weißen Hintergrund. Naja, egal. Auf jeden Fall bis jetzt war das so, ne, dieses Bild bearbeiten, was zur Verfügung stand. Und neu können wir eben ein Image Trace machen. Jetzt kopiere ich das kurz, dass ich das zweimal habe. Dann nehme ich dieses Bild hier und sage Trace Image. Und dann sehe ich anhand der blauen Linie auch schon, wo das sein wird oder zu liegen kommen wird. Kann hier immer noch mit Fuzziness, mit Denoising, das heißt, wenn es irgendwo Flecken hat, dass ich das wegnehme. Smoothness ist, dass ich geradere Kanten hinbekomme, wenn es da ganz viele zum Beispiel Spitzen drin hat. Damit könnt ihr spielen. Ich lasse das jetzt aber genau so, weil ich finde, das passt wunderbar und sage Speichern. Und jetzt seht ihr hier auch einen Unterschied. Wenn ich da drauf gehe, ist alles, was ich machen kann, gravieren. Wenn ich hier drauf gehe, habe ich die vollen Möglichkeiten, weil das jetzt eine Vektorgrafik ist, die nachgezeichnet wurde. Na, das ist ein Bild, das ist eine Vektorgrafik. Das heißt, hier haben wir wirklich massiv mehr Möglichkeiten jetzt, wenn wir das so umwandeln können. Dann, nächstes Thema, haben wir eine erweiterte Bibliothek an Formen. Das heißt, wenn wir hier auf die Formen drauf gehen, nach oben hatten wir Linie, Rechteck, Kreis. Hier hatten wir ein paar, glaube ich, Sterne. Ja, die hier Rechteck, ein Hexagon, Stern, Viertelkreis, ein Herz, wie auch immer man das hier nennt, das weiß ich nicht. Naja, das waren bis jetzt die Shapes, die zur Verfügung standen. Und jetzt haben wir hier viele mehr. Na, zum Beispiel Pflanzen. Könnt ihr, keine Ahnung, Rose, eine Blume. Was wollen wir denn einfügen? Hier sowas? Flächengravur. Na, könnt ihr einfügen. Oder wir haben auch Tiere. Jetzt gerade so für den Sommer hier ein Fisch. Das ist eine Möglichkeit. Oder Festival. Das heißt Festivitäten, spezielle, hier gerade so für Halloween zum Beispiel. Auch ganz witzig. Oder wir haben Patterns, das heißt wir haben auch Muster. Nehmen wir hier dieses gewählte Muster. Könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Kreis machen wollt mit diesem Muster, macht ihr hier ganz einfach einen Kreis drüber, mittet die beiden aus und wenn ihr beide markiert habt, könnt ihr auch das Ganze bei Kombinieren sagen, bei Überlappung trennen. Ja, dann aber quasi nur noch den Kreis ausgefüllt mit diesem Muster. Das ist eine Möglichkeit. Und
das letzte, was wir hier noch haben, also Parts, da wären verschiedene Elemente, die man zum Beispiel verwendet, wenn man kleine Kistchen oder sowas lasern will. Und dann haben wir hier noch weitere, auch noch so ein bisschen Ferien-Touch, könnten wir hier zum Beispiel Fahrrad. Ja, somit habt ihr hier noch weitere Formen erhalten. Nächstes Thema, Barcode. Auch eine ganz coole Sache. Hier, Barcode. Ich kann Barcode oder QR-Code, ich nehme mal QR-Code, da gebe ich jetzt zum Beispiel meine Webseite ein. Und dann kann ich sagen, also es gebe noch weitere Settings, von wegen wie viel Toleranz, Fehlertoleranz soll es haben. Ich bleibe jetzt bei den 15% und sage Speichern. Dann haben wir hier einen QR-Code und wenn ich da jetzt mit meinem Handy, mit der Kamera drauf gehe, dann schlägt er mir tatsächlich auch meine Webseite vor. Das habe ich schon ausgetestet und das funktioniert wunderbar. Das heißt, wenn ihr irgendetwas lasern wollt und da eure Webseite mittels QR-Code verlinken wollt, dann könnt ihr das wunderbar hier generieren. Dann haben wir noch ein Thema, weil das letzte ist dann für den P2-Laser. Das interessiert mich jetzt persönlich gerade nicht so, sondern es geht hier, dass ihr neu ein Testraster automatisch generieren könnt. Was natürlich extrem cool ist und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Testraster ist, guckt euch auf jeden Fall das Video an, was ich euch oben verlinke, weil das mache ich eigentlich mit jedem Material, was ich neu nutze. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine Form eingebe, ich mache das mit Vierecken, ihr könnt es natürlich mit was auch immer ihr das machen möchtet, könnt ihr das machen. Ich mache meistens ein Viereck und sage hier, es soll 10 mal 10 sein, das heißt 1 cm. Und wenn ich dann hier oben auf, da hatten wir bisher nur Raster und kreisförmig verteilen, jetzt haben wir dieses Material Test Array. Und da kann ich jetzt sagen, bei der Leistung, das ist die Power, da kann ich sagen, was mein minimaler Wert ist und was mein maximaler Wert ist. Basswood würde ich jetzt sehr wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, bei 70 anfangen. Und dann hoch auf 100 und ich könnte hier auch sagen, wenn ich noch mehr Spalten haben möchte auf der X-Achse. Und ihr seht im Hintergrund, der aktualisiert sich auch fortlaufend und ich könnte auch sagen, wenn ich mehr Abstand zwischen den Vierecken haben möchte. Und dann haben wir hier drüben die Y-Achse, das ist die Geschwindigkeit, das heißt Speed und da können wir auch einen maximalen und einen minimalen Wert eingeben. Ich nehme hier kurz den Testraster zur Hand, den ich gemacht hatte für mein Basswood. Da war ich bei der Geschwindigkeit, das Minimale waren bei mir 5, das Maximale waren 12 fürs Schneiden und bei der Leistung hatte ich minimal 85 und maximal 100. Das waren meine Einstellungen. So, kann das übernehmen. Jetzt, wenn ich hier versuche drauf zu klicken, um zu gucken, was er denn da macht, sehe ich das nicht. Ich muss zuerst die Gruppierung aufheben. Wenn ich jetzt, ich mache das kurz ein bisschen größer, wenn ich jetzt aufs erste Feld gehe, oder sagen wir mal so, ich kann mal alles, was Text ist, was ich gravieren will und nicht schneiden will, kann ich markieren. Das heißt, eines, halte die Shift-Taste, das hier drüben markieren und noch das hier unten alles markieren. Und bei dem sage ich, das soll eine Flächengravur sein. Die würde ich mit 50 und hier 150 machen. Und das könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gleich gruppieren. Und wenn ihr aber dann auf die einzelnen Kästchen drückt, dann seht ihr hier 5,85. Ich bin auf dieser Zeile 5,85. Hier müssen es, ich bin auf der 11 und hier auf 97 anklicken,
11,97, ne? Also das hat euch das Ganze automatisch erstellt und somit könnt ihr ganz einfach eure Testraster machen. Wenn ihr nicht wisst, von was ich spreche, dann guckt euch auf jeden Fall das Video an, was ich euch oben in der Ecke verlinke, weil das ist etwas, was ich immer mache, wenn ich mit einem neuen Material lasere, damit ich da testen kann, wie ich das schneiden muss oder wie ich das gravieren muss. Und wir gehen da dann auch noch ein bisschen stärker drauf ein, weil ich werde das heute auch für mein Projekt machen, weil ich mit dem Material tatsächlich noch kein Testraster habe. So, das waren die ganzen Erneuerungen, die ich euch zeigen wollte, die eben mit diesem letzten Release kamen, diesem 1.4er. Oder um genauer zu sein, 1.4.11. Jetzt kommen wir zum Thema Schablone erstellen. Ich hatte ja beim letzten Mal, als ich euch das gezeigt hatte, hier das Thema, dass das dann hier runtergefahren ist und mir quasi in das Wabengitter dann weiter gelasert hat, weil ich dachte, wenn ich das auf dem Arbeitsplatz hier unten auf den Nullpunkt setze, also quasi einfach in die unterste Ecke von meinem Arbeitsplatz auf dem PC, dann kann ich das hier beim Wabengitter auch unten in die Ecke machen und das passt dann. War aber überhaupt nicht der Fall, das hat überhaupt nicht gepasst und meine Idee war dann, naja, vielleicht kann ich es ja oben in der Ecke, weil der Arbeitsplatz hat den Nullpunkt ja oben in der Ecke. Also dachte ich, wenn ich das da oben hinlege, ne, wenn ich das hier oben in die Ecke lege von meinem Wabengitter, dass es da dann stimmen könnte. Aber auch das hat nicht gestimmt, da war er hier ein bisschen zu weit hier drüben und hier definitiv viel zu weit oben. Also dachte ich, ne, das geht auch nicht. Aber ich habe den Gedanken noch ein bisschen weiter verfolgt und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich auf meinem Arbeitsplatz einfach eine Linie eingefügt habe, einmal nach unten, das heißt vertikal, und habe dann so lange Rahmenabfahren gemacht, bis das genau auf dieser Linie hier zu landen kam. Das sind bei mir 3 mm. Das heißt, wenn ich will, dass der hier auf dieser Linie landet, muss ich auf dem Arbeitsplatz das Element auf der X-Achse auf 3 mm legen. Dasselbe habe ich oben gemacht. Das heißt, ich habe eine horizontale Linie gemacht. Und warum Linien und warum nicht gleich eine Box? Es geht einfacher, damit ihr es seht, wenn es wirklich nur eine Linie ist. Und deshalb habe ich es in 2 Schritten gemacht. Das heißt, ich habe hier oben horizontale Linie gemacht. Und zuerst war es eben, als ich das bei 0 hatte auf der Y-Achse, war das irgendwo hier oben. Dann habe ich es auf 2 cm oder 20 mm runtergesetzt, da war schon näher. Und schlussendlich bei mir, der richtige Punkt war dann 25 mm. Das heißt, wenn ich auf meinem Arbeitsplatz auf dem PC ein Element nehme und das sage, es soll es auf der X-Achse bei 3 mm platzieren und auf der Y-Achse bei 25 mm, dann landet er hier genau oben in dieser Ecke. Das heißt, für mich weiß ich jetzt, wann immer ich mit einer Schablone arbeite, wenn ich die genau eben auf 3 mm, 25 mm platziere, dann ist es hier genau dieser Nullpunkt. Und ne, diese Übung macht ihr quasi nur einmal und dann stimmt es dann für all eure Schablonen, die hier oben anlegt. Was ich natürlich darauf geachtet habe, das hat ja ein bisschen Spiel, von dem her habe ich das Wabengitter wirklich schön nach oben gestoßen, dass es da schön anliegt und nach links, dass es da schön anliegt. Das heißt, ich weiß immer, wenn ich mit Schablonen arbeite, zuerst kurz gucken, dass das Wabengitter schön oben und auf der Seite anliegt. Dann kann ich mein Material hier hinlegen, in diese Ecke, und dann funktioniert das Thema mit den Schablonen auch besser. Jetzt, was ich schon gemacht habe, und fragt euch nicht, warum ich White Oak verwende für eine Schablone. Ich weiß, es ist ein bisschen hirnrissig, tut mir auch leid, aber ich hatte kein Basswood mehr oder Balsaholz mehr. Ich musste das nehmen, was ich hatte. Jetzt ist es halt das White Oak geworden. Was ich machen will, sind solche Schiefer
Coaster oder Schieferuntersetzer zu lasern. Und ich musste natürlich kurz ein Raster machen, weil ich das White Oak bis jetzt noch nie geschnitten hatte. Und falls euch das interessiert, bei mir hat es am besten funktioniert, wenn ich dann, ich gucke mir das letzte, was es richtig geschnitten hatte, ist 90,8, also Speed 8, Power 90. Aber ich nehme immer das zweitletzte, weil ich nicht will, dass wenn ich Unebenheiten im Holz drin habe, dass es dann nicht schneidet. Von dem her schneide ich White Oak jetzt jeweils mit Speed 8 und Power 95 mit dem 10 Watt Laser. Ne? Genau. Und damit habe ich schon mal ein Brettchen ausgeschnitten, wo meine beiden Untersetzer drauf Platz haben und ich trotzdem noch ein bisschen Platz habe, um das Ganze zu beschriften. Das heißt, und ich habe hier extra noch einen dritten, also ich werde 2 machen, aber ich habe noch einen, weil ich will da auch gleich noch ein Testraster machen, weil das habe ich hiermit noch gar nicht gemacht. Dann kann ich euch die Funktion auch gleich noch in echt zeigen, was ich vorher so quasi in Trockenübung gemacht habe. Das heißt, was werde ich machen? Ich habe hier einen Rahmen festgelegt, den habe ich immer noch auf dem Arbeitsplatz, den verwenden wir auch weiter. Da drin werde ich Ausbuchtungen rausschneiden. Und zwar habe ich mir angeguckt, wie groß die sind. Das sind so zwischen 10 und 10,1 cm, deshalb habe ich mir hier einen Rahmen gemacht von 10,2 cm, je 2 davon. Dann werden wir das hier oben in der Ecke platzieren, noch ohne die natürlich, das heißt nur das Holz oben in der Ecke platzieren, dann die Vierecke ausschneiden und anders als beim ersten Video, ich hatte da gesagt, na dann müsst ihr rausschieben, dann wieder reinschieben. Das war bei mir so vom Plotten, weil ich mir das gewohnt bin, wenn ich was aus dem Arbeitsplatz rausschiebe, wird es dann nicht geplottet, deshalb irgendwie ist es so drin. Aber ich zeige es euch heute, ihr könnt es einfach ausblenden oder auf nicht lasern setzen und dann wird es auch nicht gelasert. Also heute wird der Arbeitsschritt ein bisschen anders, aber eben wie gesagt, ne, zuerst ein Brett drin ausschneiden, was genug groß ist, dann die beiden Formen ausschneiden. Ich graviere hier auch gleich drauf, für was ich jeweils die Schablone habe. Genau gleich, wie ich das hier gemacht habe, wo ich es für die Business Cards gemacht habe. Und dann können wir hingehen, wenn das ausgeschnitten ist und erstmal einen Coaster da drauf platzieren. Dann werde ich hier ein Testraster erstellen, damit ich sehe, mit was für Werten ich das am besten machen kann. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich die beiden hier dann in die Löcher, die ich quasi geschnitten habe, reinsetzen. Und dann kann ich das hier, mein Motiv, drauf lasern. Das ist der Plan. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf den Arbeitsplatz rüber und starten. Also, ich habe hier meinen Arbeitsplatz und das hier, dieses Feld, ist das, wo ich das Brettchen schon ausgeschnitten hatte. Das ist bei mir 24 cm mal 13 cm. Und das hatte ich eben auf Schneiden gesetzt und das ausgeschnitten. Dann habe ich hier 2 Felder, die eben diese, na, wisst ihr? Moment, ich muss den kurz in den Hintergrund setzen, sonst will der nicht. Oder wir machen bei den Einstellungen ganz einfach präzise Auswahl der Vektorpfade. So, jetzt funktioniert das auch ein bisschen besser. Die sind wie gesagt 10,2 mal 10,2, das 2 mal. Die habe ich auch auf Schneiden gesetzt und eben mit den Einstellungen, wie ich das Brettchen auch schon geschnitten hatte, nämlich 95 Leistung und 8 Geschwindigkeit. Dann habe ich hier noch 2 Pfeilchen, einfach damit ich weiß, wo ich das jeweils platziere, nämlich oben links in der Ecke. Die habe ich auf Gravur gesetzt und zwar bei mir jetzt mit dem White Oak auf 60 Leistung und 150 Geschwindigkeit. Normalerweise würde ich hier eigentlich auch schon reinschreiben, was es denn ist, aber weil ich da auch die Einstellungen, die ich verwende, um die zu lasern,
da reinschreibe, werde ich das erst in einem späteren Schritt machen. Und unten seht ihr dann auch schon mein Design, aber da kommen wir noch dazu. Das heißt, als allererstes will ich das hier alles mal markieren. Und dann setze ich das jetzt eben von der X-Position auf 3 mm, sorry, 3 mm. Und bei der Y-Position, Notizen wäre nicht schlecht, 25. Und das hier unten setze ich jetzt erstmal auf Ignorieren. Und weil ich den Rahmen, den habe ich ja eigentlich schon geschnitten, ne? Den brauche ich nicht nochmal zu schneiden. Von dem her werde ich den auf Ignorieren setzen für diesen Vorgang. Und das Einzige, was ich somit lasere, ist hier das ist auf Ausgabe 95,8 schneiden. Das hier schneiden 95,8. Und die beiden hier sind auf Gravieren 60 150. Das hier müsste ausgeblendet sein. Genau, ignorieren. Und das hier unten auch ignorieren. Na, so könnt ihr auch definieren, ob etwas gelasert werden soll oder nicht. Jetzt kann ich mein Holz nehmen und das genau oben beim Gitter in die Ecke setzen. Ich mache trotzdem noch kurz einen Rahmen abfahren, einfach um sicher zu sein, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und ja, dann lasse ich das schneiden und gravieren und bin dann wieder zurück. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep. So, ich habe das gemacht, das ist ausgeschnitten und ich habe noch etwas anderes festgestellt. Ich hatte zuerst hier auf offene Bodenplatte gesetzt und dann war er irgendwo hier. Dann dachte ich, okay, gut, dann muss ich vielleicht gucken, wo meine Linie zu liegen kommen würde, wenn ich denn die offene Bodenplatte auswähle, weil diese 3 mm mal 25 mm waren es, als ich gesagt habe, laserflach eben. Deshalb habe ich das mit der Linie nochmal gemacht und zwar mit offener Bodenplatte, aber das ging dann auch nicht, weil wenn ich die Linie, die ich hatte, auf 0 gesetzt habe und kleiner als 0 kann ich ja nicht gehen, weil sonst sagt er mir, ich liege außerhalb des Arbeitsplatzes, aber wenn ich auf 0 gesetzt habe, war er zu weit unten, das heißt zu weit im Arbeitsbereich drinne. Das heißt, um die Linie zu erwischen, hätte ich weiter hochgehen müssen, eben in den Minusbereich, was dann eben nicht funktioniert. Von dem her habe ich es jetzt einfach so gemacht. Ich bin bei der Laser flach eben geblieben und habe das, wie gesagt, auf bei mir jetzt, das müsst ihr eben natürlich dann auch für euren Laser auch machen. Bei mir sind es 3 mm mal 25 mm. Was mich auch ein bisschen irritiert hatte, war, dass hier die Pfeile, also ich habe den Rahmen abgefahren, dann war der ganz weit oben, dann dachte ich so, oh nee, geht das jetzt doch nicht. Und dann habe ich ganz vergessen, wenn er den Rahmen abfährt, hatte ja auch die Pfeile. Deshalb habe ich die ganz kurz mal auf Ignorieren gesetzt, damit ich nur sehe, wo er diese Vierecke ausschneiden würde. Und dann war ich damit zufrieden, habe die wieder eingeblendet und das Ganze lasern lassen. So. Soweit, so gut. Jetzt sehen wir hier nicht allzu viel, ne? Mal gucken, ob ich aktualisieren kann. Nö. Ich hätte gerne einen weißen Hintergrund, nicht das hier, um das euch zu erklären. Machen wir. Ich kopiere es kurz rüber auf einen anderen Arbeitsbereich, damit ihr das auch seht. Machen wir hier
9, Ctrl V. Das hier würde jetzt eben alles auf 3,25 liegen bei Laserflach eben. Und dann habe ich hier mir ein Design gemacht und da habe ich zwei Sachen quasi schon verwendet, die ich euch heute gezeigt habe vom neuen Release her. Das heißt, ich habe einerseits eben diesen nachgezeichneten Bär, das heißt das Bild reingenommen und dann quasi nachzeichnen lassen. Das habe ich gemacht. Und beim Kreis habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich zeige euch das kurz auf einer... Ne, ich kann es hier machen. Sagen wir mal, ich hole mir mein Bild rein, das ist das hier. Und sage, er soll das tracen. Gefällt mir, speichern, gut. Können wir rüberschieben, dann haben wir nur noch den kleinen. Jetzt kann ich den natürlich einmal gravieren, damit ich es ein bisschen besser sehe und den kleiner machen. Das war das eine. Dann wollte ich aber diese Herzen auch noch haben. Deshalb habe ich hier mal kurz gesagt Bild editieren und habe das zugeschnitten. Und zwar nur so groß, dass ich hier dieses Herz erwische. Das war alles, was ich haben wollte. Zacka. Noch ein bisschen weiter hoch vielleicht so. Jo, das passt. Speichern. So, jetzt habe ich nur noch dieses Herz und sage Image Trace. Passt, speichern. Dann habe ich hier dieses Herz, kann auch das auf Gravur machen. Das hier oben haben wir nicht mehr. So, jetzt habe ich hier schon das Herz. Dann wollte ich einen Spruch machen und da habe ich gesagt, Kaffee mit 2F ist kaputt. Ausrufezeichen und dann bin immer noch müde, Ausrufezeichen. Und da habe ich die Schrift genommen, die ich von, ich glaube, das ist dieses von Creative Fabrica, und zwar ist es, jetzt gucken, Carley heißt die. Jetzt mal auf Gravieren, damit ihr auch was seht. Und jetzt dachte ich mir, damit mache ich jetzt einen Kreis. Ich habe den versucht zusammenzufügen. Und dann habe ich gemerkt, nee, wäre eigentlich cooler, wenn ich zwischen den beiden Aussagen, das heißt zwischen den Ausrufezeichen, Platz hätte. Das heißt, ich bin hier hin und habe gesagt, ne, 1, 2, 3, 4. Reicht. Dann dachte ich mir nach müde auch nochmal 1, 2, 3, 4. Dann kann man nochmal gucken, ob das funktioniert. Ich wusste dann einfach nicht so genau, wie weit muss ich gehen, damit der Abstand gleich ist. Deshalb habe ich hier den K genommen, den gelöscht und hier hinten nach meinen ganzen Leerzeichen, und ich weiß, es ist ein Schweizer Wort, ich weiß nie, wie ein Leerschlag oder Leerzeichen oder wie auch immer das heißt, gewöhnt euch dran. So, jetzt ist der K hier, weil das hilft mir jetzt ein bisschen besser. Jetzt kann ich den schön vor dem Wort platzieren, wie das passt. Kann mich so ein bisschen daran orientieren, wie nah er hier beim K ist. Ich würde sagen, so passt es. Weil jetzt kann ich das auch wunderbar drehen. Ich setze es hier kurz auf die Linie, damit ich sehe, wie weit ich drehen muss, damit das auf beiden Seiten gleich ist. Ja, in etwa passt es. Dann habe ich geguckt, dass das natürlich ringsum mein Motiv passt. Darf ruhig ein bisschen größer sein. Könnt ihr auch mit den Pfeiltasten noch so ein bisschen fein ajustieren. Ist natürlich falsch rum, ne? Zuerst Kaffee ist kaputt. Da macht es mehr Sinn. So. Jetzt. Dann konnte ich dieses Herz hier nehmen, das noch ein bisschen kleiner machen. Das auch noch so ein bisschen drehen. Und das dann quasi in die Lücke reingeben. Das habe ich dann Ctrl-C, Ctrl-V oder auf dem Mac Command-V oder Command-C, Command-V. Konnte ich das hier drüben auch noch reingeben. So, und dann hatte ich so ziemlich das Design, wie ich es haben wollte. Und habe das alles auf Gravieren gesetzt und dann das Ganze gruppiert.
Das ist das, was ihr hier unten seht. Was ich dann natürlich gemacht habe, ist, dass ich geguckt habe, dass das hier natürlich auf dem Coaster, also auf dem Schieferuntersetzer überhaupt Platz hat. Wir hatten gesagt, der ist, was hatten wir, 10,2 mm, also rund 10 mm. Ich bin hier bei 8,7, passt wunderbar. Von dem her weiß ich, das wird passen. Jetzt, bevor ich den aber gravieren kann, muss ich ja kurz noch meinen Testraster machen, damit ich sehe, wie ich auf diesen Coastern gravieren will. Da nehmen wir auch wieder etwas, was jetzt mit dem Release ja rauskam. Und zwar mache ich hier ein Rechteck. Machen wir das. Braucht jetzt keine 10 mm zu sein. Machen wir 8 reicht. 5 geht, da geht es noch ein bisschen schneller, sorry. Machen wir 5 mm. Das setze ich auf Flächengravur und sage dem, Moment, da sage ich Power, nehmen wir 40 und dann Geschwindigkeit nehme ich eine 130. Das ist das, was ich normalerweise schiefe, graviere. Jetzt nehmen wir aber das hier und sagen, ich will ein Testraster. Und da muss ich jetzt eben auch gucken. Bei der Leistung habe ich jetzt gesagt, dass ich 40 maximal habe. Dann nehmen wir hier 25, weil ich will einen guten Unterschied erreichen. Ich mache mal 5, das passt. Und dann gehen wir von der Geschwindigkeit mindestens 130 und maximal 150. So. Aber okay. Jetzt können wir das hier, da natürlich gucken, dass wir das auf Ignorieren gesetzt haben. Den hier unten, der müsste auch auf Ignorieren sein. Wunderbar. Dann kann ich das hier auf meinen Coaster legen. Mal da kurz ein bisschen rein. Kann man eigentlich noch ein bisschen größer machen, ne? So, jetzt müssen wir die Gruppierung aufheben. Jetzt müsste hier 25 130, passt wunderbar. Dann kann ich den Text hier noch anpassen. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Und setze das auf Flächengravur. Und das mache ich eben auch auf 40 und dann 130. Der Rest hier sollte eigentlich alles auf Ignorieren sein. Ne? Nochmal kontrollieren. Ignorieren, ignorieren. Super. Die beiden auch. Ja, die sind auch auf Ignorieren. Die kann ich eigentlich löschen, weil die brauche ich für spätere Arbeiten nicht mehr. Und jetzt gebe ich einen von diesen Coastern, der am wenigsten schön noch aussieht, gebe ich in die Schablone hier auf diese erste Stelle. Und dann werde ich das gravieren. Also ich fahre noch kurz den Rahmen ab, um sicher zu sein, dass es auch wirklich stimmt. Aber dann kann ich eigentlich das Ganze auch schon gravieren und bin dann gleich wieder zurück bei euch. Even if the sky is falling down. So, das ist hier mein kleiner Test. Hat meines Erachtens wirklich wunderbar funktioniert. Und eben das höchste war 40 von der Power her und Geschwindigkeit 130. Das war das hier. Wenn man sich das so anguckt, wenn man verschiedene Färbungen haben möchte, könnte man da teilweise auch in einen hellen Bereich rein so eine Kombi machen. Aber ich glaube für das heutige Bild eigentlich nein. Ich glaube, ich fahre da wirklich, ich glaube 140 Speed geht auch.
Aber bei der Power würde ich auf 40 bleiben. Versuche mir das hier irgendwie zu markieren, dass ich das für die Zukunft weiß. Speed 140, Power 40. So werde ich die anderen beiden Coaster lasern. Nehme hier meine beiden oder meine 3 Vierecke plus das hier unten, Ctrl C, Ctrl V. Weil ich sehe drüben echt, ich weiß nicht, wenn irgendjemand einen Tipp hat, wie man das wieder macht, dass ich hier nicht das Bild vom Laser habe, sondern ganz einfach meinen Arbeitsbereich, immer her damit. Ich wäre froh drum. So, jetzt hatten wir gesagt, hier oben, das muss auf Position 3 mm mal 25 mm. Und jetzt können wir hier einen kleinen nehmen und den auch schön mittig platzieren. So, Ctrl C, Ctrl V. Den zweiten Coaster platzieren, auch schön mittig gerne. Ich würde sagen, das passt. Und jetzt machen wir bei den beiden, gucken wir natürlich, dass wir das auf Ignorieren haben. Das ist so, aber das will ich als Ausgabe, das will ich als Ausgabe, und zwar mit einer 40 und Geschwindigkeit 140. Die Tour für den hier 40, 140. Und beim Arbeitsplatz habe ich einfach von der Dicke 5 mm angegeben. Es ist halt der Kompromiss. Ich kann ja nicht die Höhe messen, weil ich gesagt habe, ich habe Laser flach. Ja, ist immer noch so ein bisschen ein Kompromissding, aber naja, wir machen, dass das irgendwie funktioniert. Gut, dann kann ich jetzt eigentlich hingehen, die beiden Coaster, die ich habe, platzieren und das Ganze dann auch schon lasern. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. So, meine Lieben, ich bin durch mit der Geschichte und einmal seht ihr, dass die wirklich schön mittig sind. Das heißt, ich muss nicht testen bei jedem einzelnen Stück, wo ich das dann platziere, sondern einfach auf Schablone legen. Gut, ist fertig, ne? Und so sieht das fertige Element aus. Und ihr müsst natürlich das, was ihr weggeschnitten habt, müsst ihr nicht wegschmeißen. Das könnt ihr auch zum Beispiel als Untersetzer verwenden. Na, der ist auch ganz süß geworden. Nicht vergessen, wenn ihr fertig seid, dass ihr das speichert. Auf jeden Fall die beiden Fenster plus dieses äußere Rechteck, damit das in sich nicht verrutscht, sondern immer genau so angeordnet ist, wie das jetzt ist, weil sonst bringt euch die Schablone nicht wirklich viel. Ich habe unten noch beschrieben, von wegen M1, Stone Coaster, No Brand, 5 mm, flach, Power 40, Speed 130, X3, Y25, um ganz sicher zu sein, dass ich das nicht vergesse. Jo, das wäre so meine zweite Variante. Ihr könntet euch natürlich auch überlegen, also jetzt, wenn ihr, also A, würde ich natürlich nicht das White Oak nehmen, sondern eher ein Basaholz. Könntet ihr auch 2 machen und die übereinander kleben, weil der war natürlich dann höher. Ne? Also ich habe einfach geguckt, wo das passt, wenn ich von oben runter gucke. Aber es war jetzt nicht so, dass der hier drinne fest saß. So war es nicht. Also ihr könntet eben auch 2 lasern. Oder was ihr auch machen könntet, ist die Füße zu entfernen und die dann erst wieder drauf zu machen. Wenn ihr fertig seid, auch eine Variante. Na? Einfach so, wie das für euch am besten geht. Ich habe jetzt 2 gemacht. Wie gesagt, ihr könnt natürlich so viele machen, wie auf dem Arbeitsplatz Platz haben und dann dementsprechend die Schablone auch größer machen. So, das war es jetzt aber auch für heute. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch, auch das Thema mit den Updates. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass es eben hilfreich war, dass ihr da Lust habt, das selber auch auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!
up and start from the ground.